Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Docker. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, was ich letztes Mal angeteasert habe, und zwar mit den Containern. Wie genau arbeitet eigentlich Docker? Nun, Docker ist zunächst einmal das Ding hier, das ist das Logo von Docker und es eignet sich eigentlich sehr gut sogar zum Erklären, was da alles vorgeht. Denn wir haben hier die Docker-Software, die als Wahl dargestellt ist, und selbstverständlich die Container. Zu den Containern gleich noch ein bisschen mehr. Diese Docker-Software ist das Einzige, was diese Container mit dem Betriebssystem verbindet, in dem quasi der Wal schwimmt sozusagen. Das heißt, da ist nichts dazwischen. Das ist jetzt ein großer Unterschied zu anderen Systemen oder anderen virtuellen Maschinen dran, denn Docker wird oftmals als Virtualisierungstechnologie eingesetzt oder zumindest so bezeichnet, und das ist nicht ganz korrekt. Wenn man sich nämlich mal diese Container anguckt, die sind eigentlich relativ simpel. Die enthalten nämlich nur die App, die enthalten die Binaries oder eben die Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Apps innerhalb des Containers, aber, und das ist der große Punkt, sie enthalten eben kein volles Gastsystem. Sie enthalten auch keinen Hypervisor. Und das bedeutet, sie sind kein eigenes Betriebssystem. Und das ist der große Unterschied zu virtuellen Systemen, das heißt virtuellen Maschinen. Zum Beispiel VirtualBox, das sagt vielleicht dem einen oder anderen von euch etwas. Damit lassen sich komplette Systeme emulieren. Das heißt, ich kann in meinem, sagen wir mal, ich habe einen Linux-Computer, ich kann mit VirtualBox mir einen Windows starten, ich kann mir ein weiteres Linux starten und ich kann mir zum Beispiel noch einen Mac starten. Ja, also einen Mac OS oder iOS oder whatever. Das sind dann vollwertige Systeme. Die haben alle ihren eigenen Kernel, die haben alle ihren eigenen Betriebssystemkern, alle ihre eigenen Schnittstellen zur Hardware, und erst die Hardware-Schnittstellen werden durch den Hypervisor bzw. durch VirtualBox dann eben an das System selbst, also an das echte System weitergegeben. Das heißt, ich sage nicht irgendwie VirtualBox, hier bitteschön, du hast diese und diese Befehle für mein Betriebssystem, sondern ich sage VirtualBox, hier bitteschön hast du Zugriff auf meine Hardware direkt. Bei Docker ist das anders. Docker hat tatsächlich Zugriff auf das Betriebssystem über diese Docker-Schnittstelle, und die Container greifen auf die Docker-Schnittstelle zu. Das heißt, man spart sich einen sehr, sehr fetten Teil, nämlich dieses Gastbetriebssystem, das oftmals im Fall von Windows zumindest mehrere Gigabyte frisst und sehr, sehr viel Leistung. Sehr, sehr viel Leistung zu fressen ist im Fall von einem virtuellen System auf einem Server, auf dem wirklich produktiv eine Software dann laufen soll. Wenn man da Leistung sparen kann, das ist so viel wert, und deswegen hat sich Docker da wirklich was Sinnvolles überlegt, beziehungsweise hat das auch wirklich gut umgesetzt. Und ja, es ist quasi also Docker ist quasi mit seinen Containern und der Containerisierung ein Zwischenschritt zwischen einem vollwertigen virtuellen System und einem, naja, einer App im Endeffekt, die nur auf App-Ebene läuft. Das heißt, es ist eigentlich so ein Zwischending, und das ist wirklich genau das Optimum. Wir haben die Vorteile aus der Virtualisierung, aber wir haben eben nicht die Nachteile wie reduzierte Leistung, wie Hardware, die durchgereicht werden muss und so weiter und so fort, sondern man kann einfach direkt die Hardware über den Betriebssystemkern und die Docker-Software ansprechen. Und das ist das, was Docker wirklich so mächtig macht. So, ich hoffe, das ist klar geworden. Nächstes Mal geht es natürlich weiter mit der Installation. Und ja, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.